Bezos is the second billionaire to take a jaunt into space recently. Richard Branson beat him by 9 days. With more on that, CNN aerospace analyst Miles Bryant is with us from Harbor Springs in Michigan. Miles, it's good to see you. Likewise, John. Und da ist doch schon ein Experte zugeschaltet. It's not just good for him, it's good for all of us. Wir müssen hinaus ins Weltall. Wir müssen den Weltraum eben auch erobern. Und dass wir das in unserem Leben schaffen, ist ein gigantisches Unterfangen. But here comes the argument that the money could be better spent on Earth, according to a study which was done by Oxfam. Es ist eben auch eine große wissenschaftliche Studie, die hier auch mitspielt hier. Weltweit ein unglaubliches Interesse mit seinem Flug hinein in den Weltraum. It is very similar to that argument, right? I mean, I remember having the great opportunity to work with Walter Cronkite on CNN years ago, covering John Glenn's mission on the space shuttle, and he was reminding me in der Vergangenheit oft die Intuition gegeben, hier in den Weltraum zu fliegen als Tourist. Um die Blue Origin an den Start zu bringen, wurden ja unglaublich viele Testflüge durchgeführt und Millionen an Dollar investiert. Is probably not an accurate statement. And it is true that Jeff Bezos and his company is so rich that he can do both. Jeff Bezos und seine Amazon-Firma ist so reich, dass man sich sowohl im Weltraum als auch auf der Erde engagieren kann. I just wonder if there's a bigger issue here, beyond the money and what should be paid for. But are we essentially, outsourcing our future in space to be decided by the whims of a few billionaires? If you look at the state of NASA, as well as China, which is pouring billions into their space program. It feels like we've lost control of our destiny in a way. Auch China hat ja einiges an Geld hineingepumpt in die Weltraumfahrt, aber in dem Fall sind jetzt die Amerikaner, die die Nase vorn haben. Die privaten Weltraumtouristen wird es vorerst noch nicht geben. Es ist einfach zu teuer. Which was a government program for scientists to actually share information about defense projects and building bombs and so forth. And suddenly that became something very different that we all use and love right now. We could talk about GPS as another example of that. Es ist schon ein spezielles Projekt, hier in den Weltraum zu fliegen als Tourist. Die Regierungen wollten sich eben nicht engagieren, deswegen haben sich die privaten Milliardäre hier an der Nase genommen und gesagt, wir wollen jetzt den Weltraum als Tourist erobern. And now we're seeing that come to fruition, and I think we don't really know where this leads to. Was man natürlich jetzt nicht weiß, ist, wie geht es weiter? Werden wir jetzt tatsächlich in Zukunft auch private Personen erleben, die Weltraumtouristen werden? Das ist natürlich ein unglaublicher Bann, eine unglaubliche Faszination, die da von dieser Aktion ausgeht. As far as his space flight goes, is this a pretty basic journey in the grand scheme of things? It's up and down, right? No orbiting the Earth, nothing like that. John, I got to tell you, it's a gold-plated bungee jump, okay? So the 11-minute ride, straight up, straight down. 11 Minuten wird es eben dauern, vom Erdboden hinauf in den Weltraum und dann wieder zurück. Es dauert ja nur ein paar Minuten, aber es kostet mehrere Millionen. In the sense that we're pushing technology. What we're pushing here is a new market, and what we're pushing is access to doing that thing. And it's taken 60 years to get to this point, probably longer than we would have expected. But here we are, and I think it's something worth saying. This is a milestone. Es ist ein Meilenstein, was da heute passiert. Die Milliardäre im Weltall, das gab es eben noch nie. I'm just wondering if Bezos is essentially the German Titov of billionaire astronauts.
I think that he deserves a place in history for pushing technology, right? But I can't help but say that you got to give Elon Musk credit, right? He's flown 10 astronauts to the International Space Station and has yet to give himself a ticket to ride on one of his own spacecraft. Now hat, wie gesagt, auch einen 18-jährigen Burschen mitgenommen, der eben heute mit ihm mitfliegen wird. So there is a certain amount of ego here which we have to reckon with, but that is the nature of billionaires, I guess. And they can do what they want. They don't care what anyone thinks anyway. You're right. Remember that. Yeah, totally. Miles, thank you. It's good to see you. It's been a while. So great to have you with us. Take care. And we'll